Hallo und herzlich willkommen zu Olivers Landhausleben. Es ist nun schon fast 2 Monate her, wo ich das letzte Update gepostet habe und deswegen möchte ich euch heute gerne zeigen, was sich alles getan hat. Die größte Neuerung könnt ihr jetzt hier direkt schon sehen. Das ist das Dach. Das rote Dach ist gewichen, das schwarze Dach ist draufgekommen. Wir finden es optisch sehr schön. Wir haben allerdings nur noch einen Schornstein, auf den anderen konnten wir verzichten. Er war auch marode gewesen, ist zusammengefallen. Den anderen haben wir wieder hochmauern lassen und auch gleich mit einem Dach versehen, wie ihr sehen könnt. Ja, ich möchte euch heute einen kleinen Rundgang bieten. Zum einen aber auch im Garten, nicht nur im Haus, aber auch im Haus hat sich einiges getan. Und das zeige ich euch jetzt. Los geht's! So, wir sind jetzt auf der Seite des Hauses. Hier ist das Haupthaus und hier ist die Scheune mit dem Blechdach. Wer es noch kennt und wer es vielleicht schon auf Instagram verfolgt hat, weil da poste ich momentan die ganzen neuen Sachen, also fast täglich poste ich, was sich hier geändert hat. Hier stand ein Plumpsklo. Hier werden wir auch wieder ein Plumpsklo bauen. Wir werden das Abwasser in die Scheune legen lassen und dann die Mauer wieder hochmauern. Wir konnten es nicht so erhalten, wie es gewesen ist, weil es war einsturzgefährdet. Also man konnte wirklich dran wackeln und die ganze Mauer hat sich bewegt. Von daher habe ich das runtergemauert, die Steine gesammelt, die stehen hier hinten. Und wenn das Abwasser liegt, werde ich es wieder hochmauern, sodass wir auch schon mal eine Toilette haben und auch für die Handwerker, wenn die dann wieder hier arbeiten. So, hier nochmal etwas näher von der Hausseite gesehen, neben dem Plumpsklo, das findet ihr da rechts neben euch. Ja, hier seht ihr noch den Materialhaufen, die ganzen Backsteine, die ich habe, die ich gesammelt habe für unsere Projekte, auch für das Plumpsklo. Und hier seht ihr schon mal unsere provisorische, Anzuchtstation kann man es schon nicht nennen, also unsere provisorische Pflanzstation für Tomaten, Gurken und noch andere Pflanzen, die die Sonne lieben. Das ist nämlich die Südseite unseres Hauses und ich denke, hier stehen sie ganz gut. Diese beiden Beete kommen euch mit Sicherheit bekannt vor vom letzten Video. Der Knoblauch hat sich super gemacht, die Erdbeeren sehen auch ganz toll aus. Vom Salat allerdings keine Spur. Also hier werde ich auch demnächst dann Radieschen setzen, weil auf den Salat brauche ich nicht mehr zu warten. Es ist schon zu warm, da wird er nicht mehr keimen. Gut, jetzt führe ich euch mal hinter die Scheunen, da ist auch was passiert. Bauschutt und Material. Könnt ihr hier sehen. Wir müssen noch einen Container bestellen, um das alles zu entsorgen. Hinter euch ist auch noch ein etwas größerer Komposthaufen und die Glaswolle, die ich entsorgt habe. Aber auch hier könnt ihr sehen, ich habe schon ein bisschen Holz sortiert für Bastelprojekte. Unsere Feuertonne und auch noch andere Materialien, die noch entsorgt werden müssen. Aber das kommt mit der Zeit. Momentan sind wir tatsächlich immer noch in der Abrissphase. Es gibt immer noch Dinge, die wir runterreißen müssen, wie zum Beispiel im Dachstuhl das Zimmer. Wir sind jetzt hier an der Scheunenaußenwand von der mit dem Biberschwanzdach. Und hier kann ich euch zeigen, ich habe da oben eine Gipsplombe gesetzt, um zu gucken, ob sich die Scheune noch bewegt. Das war ja eine meiner Befürchtungen gewesen. Deswegen haben wir auch einen Statiker kommen lassen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, bewegt sich das Ganze noch oder ist es zum Stillstand gekommen. Dann seht ihr natürlich hier das ganze Holz, alles vom Dachstuhl, alles gesammelt. Mal schauen, was ich damit basteln kann, was ich damit machen kann. Überall sind Nägel drin, schwierig, aber ich lasse mir da bestimmt was einfallen. Ihr seht dann auch gleich noch die Regenrinnen, die alten. Auch die werde ich versuchen weiter zu verwenden für die Scheunen. Denn das Regenwasser platscht da direkt vom Dach runter auf den Boden und unterspült auch das Fundament. Das Feldsteinfundament von den Scheunen ist ziemlich gefährlich, falls da noch irgendwas absackt. Und so möchte ich das gerne auffangen. Außerdem kann man so auch Wasser sammeln. Was ihr auch noch sehen könnt, ist der Zaun. Der ist auch neu. Den haben wir versetzt. Der war hinten zu gewesen. Jetzt ist er hier zu. Wir haben also den Hühnerauslauf etwas verkleinert, damit ich dann hier mit dem Traktor durchfahren kann. Das ist viel praktischer, weil wenn ich durch die andere Fläche fahre, die Freizeitfläche, dann kriege ich Ärger mit der Frau und mit den Kindern. Denn der Traktor, der wühlt ja schon die Erde ganz schön auf. Und hier ist alles relativ stabil, fest. Und hier guckt jetzt auch nicht wirklich jeder die ganze Zeit hin, dass es schön aussieht. Gut, dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter in den Garten. So, wir sind jetzt ein Stückchen weiter gelaufen. Die Hühner hat schon meine Tochter rausgelassen. Hier könnt ihr den neuen Zaun sehen, den wir ja gelegt haben. Was noch fehlt, ist hier der Spanndraht. Der muss noch gesetzt werden, dass der Zaun auch stabil steht. Ich habe noch einen kleinen Unterstand für die Hühner gebaut und es wird auch schon grün. Der Frühling ist auch hier angekommen endlich. Das heißt, die Hühner haben auch was zum Unterstellen. Ja. Ansonsten habe ich hier noch eine Topinambur gepflanzt und wenn ihr das schon auf der Seite sehen könnt,
Die Felder, wo ich den Pferdemist verteilt habe, da hat sich nicht allzu viel getan. Ich habe ihn nur etwas durchwühlt, sage ich mal, so dass wir den dann nächstes Jahr bestellen können. Dieses Jahr wird hier nichts passieren, groß, denke ich. So, hier sind wir jetzt bei den Beeten auf der rechten Seite, da sind wir hergekommen. Und hier seht ihr Zwiebeln und Knoblauch. Wir haben viele Kartoffeln gepflanzt, die könnt ihr hier gut sehen. Dort die Reihe ist, Kartoffeln sind 3 verschiedene Sorten, frühe, mittlere und späte. Dann haben wir hier ein Erdbeerfeld, ein paar Erbsen, ein paar Sonnenblumen und noch ein bisschen Mais gepflanzt. Alles verteilt hier auf dem Grundstück. Auf der Seite könnt ihr neue Obstbäume sehen. Da sind unter anderem dabei Mirabellen, Kirschen, Pflaumen, Quitten. Also eine bunte Mischung, damit wir für die Zukunft auch was Schönes zum Ernten haben. Gut, die Rasensprenger habe ich schon aufgestellt. Die laufen auch schon. Ich habe hier vorne einen und hier mitten auf dem Feld einen. Dieses große Feld, das sind alles Lupinen. Die habe ich eigentlich nur gepflanzt als Gründüngung. Das heißt, wenn die hochgewachsen sind, dann werde ich die untergraben und werde dann dafür sorgen, dass ein bisschen Humus in den Boden kommt, damit nächstes Jahr auch wieder mehr wächst hier. Was wir dann alles als Nutzfläche benutzen werden und was davon für andere Dinge umfunktioniert wird, werden wir noch sehen. Das werdet ihr aber auch sehen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Jetzt gehen wir mal ein wenig Richtung Haus. So, wir sind jetzt am Haus angekommen. Das hier ist so die Freizeitfläche, wo wir zukünftig dann auch die Nachmittage verbringen werden, wo wir auch jetzt schon ziemlich viele Nachmittage verbringen, wenn wir Pause machen, wo wir was trinken, wo wir es uns gut gehen lassen. Den Tisch könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, der hier auf der Seite steht. Da sitzen wir meistens. Aber wir haben auch zukünftig vor, hier auf der Terrasse, die wir jetzt schon ein wenig verschönert haben, unsere Nachmittage zu verbringen. Und da ist auch schon unser Herkules, der steht hier direkt neben mir. Der ist immer in der Nähe, wenn ich hier im Garten rumlaufe. Ja, auch hier könnt ihr nochmal das schöne Dach sehen und was sich so alles getan hat. Ja, es wird langsam Zeit, dass wir ins Haus gehen und dass ich euch da ein wenig was zeige. Und ihr werdet überrascht sein. So, wir sind im Haus und wie ihr gut sehen könnt, wir haben einen Fußboden. Ja, kein Sand mehr. Wir sind echt froh, dass das endlich passiert ist, dass wir das endlich machen konnten durch unseren Estrichleger. Es werden hier noch ein paar andere Arbeiten passieren, über die wisst ihr ja auch schon Bescheid mit dem Stichbogensturz und die Wände reparieren und die Zagen reparieren. Aber so im Grunde genommen, das Wichtigste ist erstmal geschafft, für uns zumindest. Wir haben wieder einen festen Boden unter den Füßen, auf dem wir uns bewegen können. Ich werde euch jetzt gleich mal umdrehen, damit ihr den Vorbau nochmal sehen könnt. Mit dem Dach, mit der Dachkonstruktion, denn das habe ich euch in einem anderen Video ja auch schon gezeigt. So, das ist der Windfang und wie ihr sehen könnt, neue Hölzer, nichts mehr morsch, wirklich schön. Also uns gefällt es wirklich sehr gut, habe ich eben schon gesagt, aber unser Glücksgefühl ist einfach unbeschreiblich. Auch hier wieder ein toller Boden, kein Sand mehr. Jetzt kann wieder weitergearbeitet werden, wir können wieder etwas mehr Putz abschlagen. Wir können Tapete abmachen, wir können uns um die anderen Arbeiten kümmern und auch die anderen Gewerke können dann endlich anfangen zu arbeiten. Sobald hier die Schweißbahn drauf ist, weil momentan ist der noch relativ frisch, der muss als einen Monat trocknen, dieser Unterbeton. Und wenn er trocken ist, kommt die Schweißbahn drauf und dann kommt der Elektriker, der Sanitärer und die legen dann ihre ganzen Kabel und Schläuche. Und darauf warten wir schon gespannt. Ein Monat Wartezeit, die geht bestimmt schnell rum. So, jetzt wieder ein Stückchen weiter gelaufen. Hier ist der Flur. Hier wird sich einiges tun. Ich hoffe, dass das auch in der nächsten Zeit passieren wird. Wir werden sehen. Zum einen könnt ihr hier sehen, dass eine Tür geschnitten werden soll. Das hier wird die reguläre Tür zum Flur werden, in dem wir uns hier gerade befinden. Und diese Tür, die hier ist, das wird die Tür in den Elektroraum, den ich hier auf dem Boden schon angezeichnet habe. Hier wird nämlich dann eine Mauer gesetzt, hier entlang und hier wieder zu. Und hier vorne wird ein kleiner Putzraum sein, wo meine Frau so ein paar Materialien unterbringen kann. Ja, die Mauer, die ihr da sehen könnt, ist der alte Kamin, den wir abgerissen haben und bis auf den Boden runtergetragen haben. Der muss jetzt noch, oder diese Wand muss jetzt noch ein bisschen repariert werden und verputzt werden. Ja, die nächsten Arbeiten stehen an. Es wird nicht langweilig. So, hier sind wir jetzt im Hauswirtschaftsraum.
Hier werden wir zukünftig eine Notdusche haben, eine Nottoilette haben und hier ist auch der Weg nach draußen in den Garten. Das heißt, wenn wir dann dreckig sind von draußen, kommen wir hier rein, machen uns sauber und gehen dann hinter euch in das Haus. Ja, Abwasser ist schon gelegt für Waschmaschine, Trockner. Brauchen wir ja keinen Abwasseranschluss. Wasseranschlüsse werden noch gelegt, habe ich schon erzählt, wenn hier die Schicht drauf ist, die Bahn drauf ist, die Schweißbahn. Da kommt die Dusche hin, da kommt die Toilette hin. Und auch hier könnt ihr sehen, ein neues schönes Dach und ein ganz toller Fußboden. Es kann also auch hier weitergehen. Jetzt drehe ich euch mal ganz kurz rum, damit ihr das Treppenhaus sehen könnt. So, hier könnt ihr jetzt das Treppenhaus sehen. Das Loch ist nach wie vor da. Ich habe jetzt wieder die Leiter hingestellt, die ganze Zeit schon hier stand. Auch hier Fußboden brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Der ist überall drin. Und hier ist schon angezeichnet unsere neue Tür, denn da hinten dran wird unser Schlafzimmer sein. Momentan ist ja die Tür vom Schlafzimmer Richtung Küche. Das braucht man nicht wirklich. Von daher die Tür Richtung Treppenhaus, damit man auch direkt vom Bad ins Schlafzimmer gehen kann. Hier stehe ich jetzt in einem der beiden Räume, diesem hier und dem nebenan. Worüber wir uns natürlich am meisten freuen. Hier war gar kein Fußboden drin. Ihr kennt es noch aus den anderen Videos. Hier war freier Fall in den Keller. Also hier unten drunter ist der Keller. Hier haben wir eine Betondecke reingezogen. Da drüben haben wir eine Betondecke reingezogen. Wunderbar. Wir freuen uns, dass wir hier drauf wieder normal laufen können und keine Angst haben müssen, dass unsere Kinder abstürzen in den Keller. Was Gott sei Dank nicht passiert ist. So, hier nochmal ganz kurz die Küche. Die zukünftige. Dort ist das Schlafzimmer, diese Wand wird zugemauert und das hier, was hier auf der Seite ist, das könnt ihr sicher noch sehen, das wird verbreitert und hier wird dann ein breiterer Durchgang ins Esszimmer geschaffen. Wir freuen uns schon sehr drauf und sind gespannt, wann die Arbeiten anfangen und wie es dann aussehen wird. Auch da halten wir euch auf dem Laufenden. So, wir sind jetzt hier im zukünftigen Bad. Hier hat sich hier oben noch nichts getan. Hier wird sich auch nicht mehr allzu viel tun. Hier wird gedämmt. Dann wird das hier abgedeckt, also verschalt mit Trockenbauplatten. Was wir hier noch für ein Problem haben, ist folgendes. Wir wollen hier eine Toilette reinbauen, genau an diese Stelle. Und da ist das Fenster hier im Weg. Das heißt, wir werden hier das Fenster dritteln, also 2/3 behalten, 1/3 wegschneiden und werden dann hier zumauern und werden dann hier die Toilette hinsetzen. Ich hoffe, das klappt alles. Und dort könnt ihr auch schon die Dusche sehen, mit dem Abwasser, das schon gelegt ist. Hier ist noch nichts gemacht worden, weil der Aufbau von der preußischen Kappe, der reicht bis hier oben hin. Wenn der Estrich kommt, wird hier noch Estrich reingelegt. Aber auch da hinten soll noch eine Fußbodenheizung rein für die Dusche, damit man da keine kalten Füße bekommt beim Duschen. Auch da, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt erstmal in den Keller und dann zeige ich euch, wie es da unten aussieht, wobei wahrscheinlich nicht allzu viel zu sehen sein wird. Und dann gehen wir mal unters Dach. So, wir sind jetzt im Keller angekommen und nein, es ist nicht gemütlich hier. Ich kann nicht stehen, ich kann hier mich auch nicht frei bewegen. Überall sind diese Baustützen hier. Ich mache mal die Taschenlampe an von meinem Handy, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. In diesem Raum und auch im nebendran Raum könnt ihr das sehen. Küche, Esszimmer sind mit Tonnen von Unterbeton vollgelaufen, inklusive der Stahlmatten. Und das wird alles gehalten durch diese Konstruktion hier. Also nichts, wo ich mich gerne aufhalten möchte und auch, wo sich sonst keiner gerne aufhalten will. Und ich hoffe, dass wenn in 1-2 Monaten, also in einem Monat ist ja der Unterbeton trocken, dann kommt der Estrich noch oben drauf. Und wenn der trocken ist, dann werden die Baustützen hier auch entfernt. Und ich bin gespannt, wie es dann hier aussehen wird, wenn die hier raus sind. Ich zeige euch mal noch hier diese Seite. Also es ist alles sehr eng hier. Also irgendwas einlagern ist hier nicht. Und es gibt hier auch noch ein paar Wanddurchbrüche, die für den Sanitärer sind, mit Wasser und mit Abwasser. So, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir hoch in den Dachstuhl. Da kann man sich wesentlich besser bewegen. Bis gleich. So, vom Keller in den Dachstuhl. Ja, hier sieht es noch ziemlich wüst aus. Hinter euch ist die Tür, wo wir den ganzen Schutt und die ganzen Steine rausschaffen möchten. Natürlich werden wir auch hier die Steine behalten und gucken, was wir daraus basteln können oder bauen können. Wir haben noch eine Menge vor und noch eine Menge zu tun. Auch für die Steine gibt es eine Verwendung. Zum Beispiel das Plumpsklo. Ja, es könnte sein, dass diese Steine, die hier unterm Dach waren, sich im Plumpsklo wiederfinden. Ja, ihr könnt noch den alten Kachelofen sehen. Den muss ich noch entsorgen. Ihr könnt sehen, dass hier der Schornstein gewesen ist, der alte. Ja, den haben wir ja abgerissen. Dafür haben wir auch mehr Platz geschaffen für die Zimmer.
Thema Zimmer, da hinten das Zimmer ist immer noch da. Ich habe es nicht geschafft, es abzureißen, bevor der Dachdecker kam. Von daher muss ich das jetzt die nächsten Tage tun, weil hier oben soll das Reich unserer Kinder sein, irgendwann. Momentan schwer vorzustellen, so wie es hier aussieht, aber das bekommen wir hin. Das ist gar kein Problem. Es ist nur ein Problem mit der Materialknappheit, über die ja bestimmt schon alle gehört haben. Holz, Baumaterialien, Dämmstoffe. Es ist schwierig, an etwas ranzukommen und wenn, dann zu überteuerten Preisen. Wir müssen mal sehen, wie wir das hinbekommen und wie viel wir mit dem Material, das wir ja schon eingelagert haben, noch machen können. Gut, jetzt gehen wir erstmal wieder raus an die frische Luft. Wobei die Aussicht hier auch nicht gerade schlecht ist. Gut, los geht's. So, das war's dann nun auch mit dem Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genießt noch ein wenig die Aussicht auf unser neues Haus. Wir werden ihn jeden Tag genießen. Und wir werden auch jeden Tag herkommen, um irgendetwas zu arbeiten. Und wenn es nur das Rauslassen der Hühner ist. So, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Ihr kennt es schon, macht das Glöckchen an, dann wisst ihr Bescheid, wenn wir neue Videos für euch haben. Und ja, lasst mir auch einen Kommentar hier, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und für zukünftige Videos auch, ob ich weiter in 3D-Videos machen soll oder in 2D. Würde mich sehr interessieren. Ich habe mir schon ein, zwei Meinungen abgeholt, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Deswegen ist dieses Video noch einmal in 3D. Ich bin gespannt. Habt eine gute Zeit. Und ich versuche mich schneller zu melden als bis in 2 Monaten. Mindestens mal ein monatliches Video zu machen, auch wenn sich nicht allzu viel getan hat. Macht's gut. Ciao. Sagt euer Oliver.